Es geht um das Shooting heute. Genau. Es gibt da eine kleine Änderung. Könntest du mal fragen, warum die Models noch nicht in der Maske sind? Ich will, dass hier in ein paar Minuten ein Shooting stattfindet, kapiert? Ansonsten sind sie gefeuert. Alle beide. Was ist passiert? Es geht um Hagen. Du kennst ihn mittlerweile fast genauso gut wie ich. Ich glaube, Hagen hat eine Affäre. Hagen betrügt mich, da bin ich mir ganz sicher. Er lügt mir ins Gesicht und das ist auch noch so schlecht, dass ich schon sehr blöd sein müsste, um es nicht zu merken. Jetzt sag doch mal was. Er hat keine Affäre. Woher willst du das so genau wissen? Er ist Tag und Nacht hier. Wann bitte soll er dich betrügen? Und mit wem? Ich habe keine Ahnung mit wem, aber ich weiß, dass da was läuft. Er ist doch überhaupt nicht der Typ für sowas. Aber ich spüre das doch. Er arbeitet einfach zu viel. Du fühlst dich vernachlässigt und du redest dir da was ein. Ich schwöre dir, ich finde raus, wer es ist. Er steht wegen dem Hollerbusch-Rennen total unter Druck. Jetzt lass die Sache doch ein paar Tage ruhen. Wir feiern zusammen Mamas und Papas Hochzeitstag morgen. Vielleicht liegt's ja auch an mir. Danke. Das ist doch Unsinn. Naja, wir streiten schon viel, aber das ist doch noch kein Grund, sich eine Geliebte zuzulegen. Er liebt dich. Und dann diese heimlichen Anrufe und diese plötzlichen, ach so wichtigen Geschäftstermine. Naja, das Hollerbusch-Rennen. Und diese Lüge mit Christian. Es war bestimmt ein Missverständnis. Und er will keinen Sex mehr. Er hat keine andere. Hier, telefonieren. Du weißt ja, was wir brauchen. Eine Frau und einen Mann. Egal, was es kostet. Hauptsache, sie können von jetzt auf gleich, okay? Hallo? Ja, hier ist Kim Wolf von der Lili Clarisse. Was ist denn nun? Wo sind die Models? Das müssen Sie das überforderte Schulmädchen da drüben fragen. Die ist ja die Organisatorin. Schätzchen, wenn du beim Shooting dabei bist, dann bist du auch für irgendwas zuständig. Also besorgen wir wenigstens einen Kaffee, bevor ich hier ausflippe. Ist das Catering übernommen? Was willst du hier? Ich bin neugierig. Tauche ich bei deinen Meetings auf? Ja, da hätte ich aber nichts dagegen. So weit kommt's noch. Meine debilen Assistentinnen haben die Models versetzt. Ja, sofort feuern. Ja, das habe ich ihnen natürlich auch angedroht, wenn sie keine neuen finden. Ach, das teuer bezahlte Team stellt sich die Beine im Bauch, der Fotograf flippt gleich aus und Lotti wird das alles in der Presse verbreiten. Sind doch gerade genug Herausforderungen für dich. Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Inzest landet auf dem Schrottplatz der Parfümeriegeschichte. Ach, Scheiße. Ich muss weitermachen. Ich komme gleich ins Schneiden, falls es doch noch was zu feiern gibt. Sag mal, bist du schwerhörig? Was machst du hier? Kaffee für deinen Starfotografen besorgen. Du sollst Models besorgen. Wozu? Glaubst du wirklich, dass irgendwelche Models zufällig zu Hause rumsitzen, darauf warten, dass wir sie anrufen? Oh, Kim, bleib doch mal realistisch. Wir sind gefeuert. Krass.
Ich hätte echt nicht gedacht, dass du beim ersten Gegenwind aufgibst. Du hast keine Ahnung, wie hart ich für diesen Job gekämpft habe. Ja, du hast die Idee fürs Parfüm überhaupt gehabt. Du hast die Kampagne durchgesetzt und bla bla bla. Und jetzt lässt das große Ding gegen die Wand fahren. Ich weiß, dass du irgendwas gedeichselt hast, damit die Models nicht ankommen. Egal. Wir müssen jetzt unsere Jobs retten. Und es geht nur, wenn wir zusammenarbeiten. Echt, wir kriegen das noch hin? Wenn wir es nicht versuchen, dann wissen wir es auch nicht. Gib mir die doofe Liste. Sie will wissen, mit wem du sie betrügst. Hagen, wir müssen irgendwas tun. Wenn das rauskommt. Wenn... Ich kenne Marlene, wenn sie erfährt, dass wir... Ich kann das nicht mehr. Was? Ich kann nicht mehr lügen. Du willst es ihr sagen? Das glaube ich jetzt nicht. Tanne, ich schaff das nicht mehr. Zu Hause mit Marlene, im Gestüt mit dir. Was gibt's da nicht zu schaffen? Das mit uns, das ist Vergangenheit. Nein, ist es nicht. Ich sehe dich jeden Tag. Wir arbeiten zusammen. Ich kann nicht vergessen, was passiert ist. Nicht solange ich diese Lüge mit mir rumschleppe. Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn deine Lösung? Marlene immer weiter an der Nase herumführen, lügen, täuschen. Und du? Du willst dein Gewissen erleichtern, fein. Aber hast doch nur einen Moment mal an mich gedacht, an meine Familie, an die Konsequenzen. Ich denke den ganzen Tag an nichts anderes als an die Konsequenzen. So kann das nicht weitergehen. Das ist der einzige Weg, wie es überhaupt weitergehen kann. Mit meiner Familie, mit deiner Ehe. Wenn wir alle überhaupt noch irgendeine Chance haben, dann liegt sie in der Wahrheit. Bist du fertig? Ja. Gib her. Ich bring die Unterlagen für dich in die Firma. Ich muss mal raus hier. Nachdenken. Dann, es gibt keine andere Lösung. Wenn du meine Familie zerstörst und deine Ehe, das kannst du nicht allein entscheiden. Ich brauche sie nicht morgen, sondern in 20 Minuten. Egal, was es kostet. Ich mag Ihr Konzept für Inzest. Die Gegensätze, brillant. Das ist das Leben. Das sind Menschen ohne Perspektive. Das ist der dreckige, tabulose Sex des Prekariats, den wir insgeheim alle wollen. Nein, Schätzchen, ich brauche kein Champagner. Ich brauche Models, damit ich endlich meinen Job machen kann. Wir müssen noch ein bisschen warten, Teddy. Einfach warten. Wie wäre es, wenn Sie mir in der Zwischenzeit einfach noch ein bisschen mehr über Ihren abgefahrenen Job in Jamaika erzählen? Das wird doch bestimmt unheimlich heiß. Es stinkt, aber es lebt. Wo keine Hoffnung ist, ist alles möglich. Auch die Liebe zwischen Geschwistern. Inzest. Brillant. Ich bin gespannt auf Ihre Models. Das können Sie auch sein. Ich habe fast die ganze Liste durch. Wir schaffen das nicht. Mann, wir müssen. Tanja, wo bleibt das Modelpaar? Teddy, sie kommen. Wir sind erledigt. So einfach gebe ich nicht auf, kapiert? Ich werde diesen Job nicht verlieren. Wir haben die halbe Republik angerufen. Mann, mir wird schon was einfallen. Versuch mal, intelligent zu schauen. Oh, klappt nicht. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch den männlichen Part. Und Olli, wie sieht's bei dir aus? Hier haben Sie voll angebissen. Nicht schlecht, aber irgendwie... Ist noch nicht der Richtige dabei, verstehe. Vielleicht bin ich auch gerade nicht der Richtige. Nee, Moment. Also pass auf. So wird das nichts. Olli, du bist cool und du bist hier der Hauptgewinn. Jessica, was gibt's? Ich?
so gut wie tot. Was soll das? Du willst sie und sie will dich, aber ihr dürft nicht. Ist ein Tabu, verboten. Aber eure Leidenschaft, die ist stärker. Los, das will ich sehen. Du darfst nicht, aber du kannst nicht anders. Du riechst sie. Du nimmst sie. Ja. Genau. Perfekt. Ja. Ja. Genau. Ja. Down, I've been spat in the face. I've been pulled way down to the lowest place. I've been lied to, shamed, I have been disgraced. Been excommunicated from every holy place. I've been beat up and robbed, I've been there for dead. For the Hey, mein Schatzi. Und hast schon Lampenfieber wegen des Hollerbusch-Renns? Nee. Doch, ich bin nur gestresst. Aber morgen kommst du doch. Was? Na, unser Hochzeitstag. 26 Jahre, das muss man noch feiern. Ja klar, ja, da bin ich natürlich dabei. Hagen will's Marlene sagen. Es fällt ihm schwer, sie weiterhin so zu täuschen. Und ist das nur sein schlechtes Gewissen wegen des Seitensprungs? Oder gibt's da noch was anderes? Was anderes? Dana, nochmal. Läuft da mehr zwischen dir und Hagen? Nein. Wirklich nicht. Ja, aber dann gibt's doch auch keinen Grund, Marlene derart weh zu tun. Wegen nichts. Ja, vielleicht hast du recht. Konzentrier du dich auf dein Rennen. Lass Hagen seine Ehe selbst retten. Absolute Ehrlichkeit, die gibt es nicht. Man muss einfach wissen, was man will. Und wenn du eine gemeinsame Zukunft mit Hagen willst, wenn es mehr war als nur ein Ausrutscher, dann müsstet ihr da eben durch und wir mit euch. Aber wenn es nur ein einmaliger Seitensprung war, Das war's. dann vergiss die ganze Sache einfach. Und bring Hagen dazu, das Gleiche zu tun. Ich bin der Jockey hier, die Nummer 1. Und jetzt macht Hagen einen Rückzieher. Hagen macht überhaupt keinen Rückzieher. Er gibt Dana mit dem Hollerbusch-Rennen lediglich die Chance, mehr Erfahrung zu sammeln. Um mich beim Rennen auszustechen. Ja, das Rennen, was wir auf jeden Fall gewinnen müssen, damit wir überhaupt weitermachen können, Theresa. Und genau deswegen soll er sich auf mich konzentrieren. Was ist, wenn Dana doch besser mit Dionysos klarkommt? Was, wenn... Ach, was weiß ich denn, Theresa? Schön für Hagen. Und was habe ich für Alternativen? Wenn er sich für Dana entscheidet, dann ist die Saison für mich gelaufen. Okay. Okay, wir sagen Marlene die Wahrheit oder was auch immer wir dafür halten. Und dann? Wir haben es zerstört, also können wir es nur wieder reparieren. Aha. Was glaubst du denn, was bei uns los ist, wenn Marlene von uns erfährt? Glaubst du, unsere Familie kann sich jemals wieder an einen Tisch setzen? Ist doch nicht so schlimm, sowas kann ja mal passieren. Noch ein Stück Kuchen, Marlene? Das geht so nicht. Findest du nicht, dass wir schon viel zu viel hinter ihrem Rücken getan haben? Sie spürt das. Ich weiß. Sie vertraut uns und genau das ist das Problem. Ein Geständnis würde sie unheimlich verletzen und wütend machen. Sie wird nicht glauben, dass du ihr aus Liebe die Wahrheit sagst, sondern... Weil ich sie verlassen will. Wenn ich dir irgendetwas bedeute, dann
uns alles bitte einfach vergessen. Es war ja nur das eine Mal. Danke. Das ist echt, schauen Sie. Ja, das ist sehr echt. Diese authentische Atmosphäre. Interessant, wirklich. Ja, genau so hatte ich mir das auch vorgestellt und ich finde, es hat ja ganz gut geklappt, oder? Wo machen wir das Interview? Wie wär's auf der After-Shooting-Party? Wenigstens haben wir nicht aufgegeben. Ja, Kim, das war ausnahmsweise mal eine gute Idee. Aber wir müssen uns noch bei jemandem bedanken. Das war großartig, wie du dich in deine Rolle hineingefühlt hast. Sehr authentisch. Danke. Danke, mir hat's auch Spaß gemacht. Du warst unsere Rettung! Dabei hat er sich so gewehrt am Anfang. Du kennst meine Meinung zur Entstehung der Kampagne. Hey, du hast unsere Jobs gerettet. Vielleicht hat er unsere Jobs gerettet. Was? Das war super. Vielleicht machen wir jetzt alle Karriere. Ja, alle anderen reden immer nur. Ich tue wenigstens was gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Hey, so viel Mut, wow. Aber hallo, wie du mich angesehen hast. Wenn ich nicht wüsste, dass du weiter. schwul bist. Nein, echt, Olli, du hast voll Talent. Vielleicht solltest du weitermachen. Ach, Quatsch. Das war eine einmalige Sache. Damit ihr zwar nicht auf der Straße landet. Ciao. Ciao. Naja, dann wird jetzt erstmal gefeiert. Schön, dass du doch noch gekommen bist. Ihre Kampagne fasziniert mich wirklich. Endlich geht mal jemand dahin, wo es weh tut. Inzest, Armut, Niedergang, Dekadenz. Wir geben unser Bestes. Und Ihre Models großartig. Das war schmierige Erotik. Sehr authentisch. Gratuliere. Danke. Genau das wollten wir erreichen. Schön, dass unser Konzept verstanden wurde. Wenn ihr beiden glaubt, dass ich wegen euren billigen Tricks über eure dilettantische Organisation hinwegsehe, habt ihr euch getäuscht. Es hat doch geklappt. Das hier ist kein Ausbildungsbetrieb, klar? Ich muss euch noch viel beibringen. Heißt das, wir behalten unsere Jobs? Und? Wie ist es gelaufen? Mehr als gut. Man sollte seinen Mitarbeitern öfter mit Kündigung drohen. Das sag ich doch. Das spornt sie an und macht sie kreativ. Danke Wofür? für deine Unterstützung. Ach komm, die brauchst du doch gar nicht. Bist doch auch ohne mich gerissen, skrupellos und sowas von erfolgreich. Ja. Aber mit dir macht's mehr Spaß. Meine Assistentinnen rauben mir den letzten Nerv. Guck, man kann sich auf niemanden mehr verlassen. Auf mich schon. Tanja, kommen Sie mal bitte. Ja. Ich habe ihr ein Exklusivinterview versprochen. Mach nur. Kick right down, I've been spat in the face. I've been pulled way down to the lowest place. I've been lied to, shamed, I have been disgraced. Been excommunicated from every. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, das alte Inzest wieder zu beleben? Wie war die Reise? Alles bestens. Du siehst blendend. Ja, ich hatte auch wunderschöne Tage. New York ist und bleibt fantastisch. Und hier? Naja, Philipps Zustand ist nach wie vor unverändert. Aber Trutz zu Hohenfelden hat vor, die Abschaltung aller Geräte gerichtlich zu erwirken. Elisabeth. Sebastian. Willkommen zu Hause. Danke. Können wir reden? Ich mache es kurz. Ich will die Aufnahmen von Tanja haben. Die Bänder bleiben bei mir. Wir waren uns darüber einig. Ich habe meine Meinung aber geändert. Ich aber nicht.
Das sieht mir nach einem vertrauensvollen Vater-Sohn-Gespräch aus. Ja, so kann man das Ganze natürlich auch nennen. Und, braucht ihr einen Zeugen oder Schiedsrichter? Möchtest du denn überhaupt nicht wissen, worum es überhaupt geht? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Sebastian? Unser Vater besitzt Aufnahmen, mit denen er Tanja bei der nächstbesten Gelegenheit ans Messer liefern will. Sie hat auf dich geschossen. Sie hätte dich eiskalt umgebracht. Bitte was? Das ist längst erledigt. Sie ist wieder gesund und damit das Thema vom Tisch. Bei Tanja weiß man nie, woran man ist. Hab ich recht, Schwester? Zumindest würde ich ihr niemals eine geladene Schusswaffe in die Hand drücken. So ist es. Und deshalb bleiben die Aufnahmen hier. Tanja ist meine Partnerin. Sie ist die Mutter meines Kindes. Und sie vertraut mir. Wann wirst du das eigentlich endlich akzeptieren? Vielleicht hat Sebastian ja recht und die Psychose hat Tanja zahm gemacht. Gib mir die Bänder. Nein. Ich habe die Pflicht, unsere Familie zu beschützen. Wenn es sein muss, auch vor Tanja. Sie ist doch kein Monster! Aber Tanja ist Tanja! Wir wissen alle, wozu sie in der Lage ist. Weißt du was, du bist so besessen davon, den Patriarchen zu spielen, dass du überhaupt nicht mehr mitbekommst, was um dich herum passiert. Du hast den Durchblick verloren, Sebastian. Aber eines Tages wirst du merken, dass ich recht habe. Verreck doch an deiner Arroganz. Und, eine gute Zeit geritten? Seit wann interessiert dich das? Ich finde es einfach bemerkenswert, wie du dich hochreitest. Was? Oh, pardon. Ich wollte sagen, hochschläfst. Keine Ahnung, wovon du redest. Fantasierst du dir da vielleicht was zusammen, weil du es selbst so machst? Bitte? Du und Christian? Ah, netter Versuch. Aber Sex mit Christian gehört zum Training. Sex mit dem Chef ist die Abkürzung zum Derby. Stimmt's oder habe ich recht? Schäm dich wenigstens ein bisschen. Du hast keine Ahnung, wovon du da redest. Ich acker mich hier halbtot, um Dionysos und mich fit zu kriegen. Und du startest mit dem Chef eine heiße Affäre und schon fliegt dir alles zu? Wir haben keine Affäre. Ja, klar. Was zum Teufel ist hier los? Tanja hat sehr viel durchgemacht. Diese Frau ist unberechenbar. Hast du vergessen, was die Rebecca angetan hat, um ihre Werbekampagne durchzukriegen? Mit dieser Aufnahme kann ich sie notfalls ins Gefängnis bringen. Schau mal, da stimmt doch was nicht. Marlene, hallo? Alles in Ordnung? Ja, ich habe nur ein bisschen nachgedacht. Schwierige Entscheidungen, die zu treffen sind? Das kann man wohl sagen. Aber jetzt weiß ich ja, was ich zu tun habe. Tja, die Frauen deiner Söhne machen es dir im Moment nicht leicht, oder? Tanja ist Sebastians Lebenspartnerin. Sie werden heiraten. Sie gehört zur Familie. Wir müssen sie unter Kontrolle halten. Sie sitzt im Gremium und hat Einfluss auf unsere Geschäfte. Erinnerst du dich? Du wolltest mit Sebastian alles anders machen. Du wolltest die Fehler korrigieren. Und was mache ich, wenn sie plötzlich mit der Waffe beim Frühstück aufrauft und herumballert? Ach, Ludwig, bitte, das ist doch übertrieben. Es geht um deinen Sohn. Du musst ihm endlich vertrauen. Dann hast du die Kontrolle. Ja. Ein Cosmopolitan, ein Wodka Tonic. Komm sofort. Wodka Tonic, Cosmopolitan. Was dagegen? Ja, du bist die Dorfmatratze und Cosmopolitan, das nimmt dir eh keiner ab. Das von einem Primelchen wie dir. Schätzchen, du bist nicht mal halb so cool wie dein Wodka Tonic. Wie bist du den Models eigentlich losgeworden? Sag denn, dass ich das war? Hey, jetzt komm schon, gib's doch wenigstens zu. Ist doch nichts passiert. Deine Visage hängt bald überall. Und das habe ich alles dir zu verdanken, weil es deine Idee war. Die unsere beide Jobs gerettet hat, wenn ich daran erinnern darf. Okay, das war schon ganz cool. Sehe ich genauso. Ja, der Teamgeist, ne? Cosmopolitan und Gin Tonic. Danke. Auf eine fruchtbare Feindschaft. Gut gemacht, Schlampe. Danke. Gleichfalls, Bitch. Jetzt, da die Damen ihre schüchterne Kennenlernphase hinter sich gebracht haben, würdet ihr mir wohl für ein Getränk Gesellschaft leisten?
Ich trainiere Tag und Nacht, um mich in Form zu halten. Ich halte eine strenge Diät. Und was bekomme ich dafür? Nichts. Jetzt beruhigen Sie sich, das stimmt nicht. Ja, Dana reitet doch alle Rennen. Und warum? Nicht, weil sie besser ist, sondern weil sie mit ihnen schläft. Das ist doch völliger Blödsinn. Du kannst es einfach nicht ertragen, dass ich schneller bin als du. Nein, ich habe nur was gegen Ungerechtigkeit und Lügen. Stopp! So lass ich nicht mit mir reden. Genug. Dana, geh von mir aus noch eine Runde reiten. Du hast mit dem Rennen mehr als genug zu tun. Und jetzt zu Ihnen. So etwas wie gerade eben möchte ich nie mehr hören. Verstanden? Ich habe ein Gestüt zu leiten, auf das es meine ganze Familie abgesehen hat. Ist ja mal was ganz Neues. Deshalb sollten Sie wissen, dass ich mir für das Lahnstein-Derby alle Möglichkeiten offen halte. Ja, das habe ich gemerkt. Theresa, was wollen Sie von mir? Glauben Sie eigentlich, ich weiß nicht, wie das hier läuft? Ich meine, man schleimt sich ein, man setzt sich ab und zu auf ihren Schoß. Abends schieben wir dann kleine Überstunden im Stall. Und schon bin ich die Nummer 1. Stimmt's? Sie gehen zu weit. Ach ja? Geht's dir nicht gut? In Anbetracht der Ereignisse. Du denkst immer noch an Philipp und Trutz? Nein, eher daran, was höher zu bewerten ist, das Recht des Einzelnen oder das Wohl der Allgemeinheit. Sebastian. Ob du es mir glaubst oder nicht. Ach, ich würde Sebastian zu gern das Band zurückgeben. Aber? Tanja? Sie ist Sebastians Verlobte, ob es dir passt oder nicht. Die Aufnahmen gehen streng genommen nur die beiden was an. Nach den Erfahrungen mit Tanja gefällt mir der Gedanke nicht, Sebastian das Band zurückzugeben. Um die Firma vom Bankrott zu retten, hast du 25% unserer Anteile an Tanja verkauft. Finanziell gesehen hast du sie damit in die Familie geholt. Nur deswegen sitzt sie im Gremium. Und nur deswegen ist sie mehr als Sebastians Verlobte. Was willst du damit sagen? Dass ich nicht weiß, ob Tanja wirklich so gefährlich ist, wie du uns glauben lässt. Oder ob du einfach nur einen Fehler von ihr korrigieren willst. Marlene, was machst du hier? Ist alles okay mit dir? Lasst mich in Ruhe, verlogenes Pack. Von wegen du hast nur die Arbeit im Kopf und das Gestüt. Kein Wunder, wenn du dich hier mit deiner Geliebten treffen kannst. Marlene, das ist nicht so, wie du denkst. Ach so. Wie ist es denn? Anna, ich mach das. Nein, lasst mich in Ruhe. Ich möchte es von Ihnen hören. Na los, sagen Sie schon, wie Sie ihn verführt haben. Jetzt können Sie es dazugeben, wo alles aufgeflogen ist. Diese Methode ist so alt wie die Menschheit. Würdelos, aber ziemlich effektiv. Du hast auch Bescheid gewusst, oder? Nein, Marlene, du verrennst dich da in Und was. du bist mein Ehemann. Hab doch wenigstens den Schneid, es mir ins Gesicht zu sagen. Wie lange läuft das schon? Marlene, komm mit. Komm mit, Marlene. Nach allem, was ich höre, hast du diesmal durchgehalten. Ich halte immer durch. Ja, wenn du nicht gerade ausreißt oder deine Entführung simulierst oder einfach so wochenlang verschwunden bist. Das ist Vergangenheit. Das Heute, das
Das war einfach toll. Sie haben mir den Job besorgt. Ja. Aber du hast deine Zähne in den Bordstein gehauen und hast durchgehalten. Glückwunsch. Ich hatte einen guten Lehrer. Ja, das stimmt allerdings. Champagner, 2 Gläser. Auf deinen Erfolg. Weiter so. Auf das neue weibliche Gesicht der Kampagne. Auf mich natürlich. Sag mal, wolltest du nicht vor nicht allzu langer Zeit noch Chefin von der ganzen Firma werden? Weißt du, es ist ein langer Weg nach oben und ich weiß eben, wo meine Qualitäten liegen. Findest du nicht, dass du langsam zu weit gehst? So, wenn schon von mir die Rede ist, habe ich auch ein Recht, dabei zu sein. Nein, haben Sie nicht. Doch. Vielleicht finden Sie ja die klareren Worte. Nur zu gern. Sie glauben, ich habe eine Affäre mit Ihrem Mann? Das ist vollkommen absurd. Und wissen Sie auch warum? Er ist ein Arschloch. Danke, Theresa, es reicht. Nein, das beleidigt mich. Ich bin nicht der Typ, der sich hochschläft wie andere, die ich kenne. Dafür bin ich Profi genug. Hören Sie doch auf zu lügen. Ich habe Sie und meinen Mann vorhin zusammen gesehen. Vorhin? Da hat er mich physisch bedroht. Und wissen Sie auch warum? Weil ich die Wahrheit sage. Dana wird hier bevorzugt und ich werde behandelt, als wäre ich eine Anfängerin, nur weil sie die Schwägerin des Chefs ist. Und wenn ich mich wehre, droht mir mein Arschloch von Chef mit Gewalt. Hagen, ist das wahr? Hast du sie wirklich... Mir sind da wohl die Nerven durchgegangen. Tut mir leid. Und was ist mit den Überstundenschieben im Stall? Ich habe genau gehört, dass Sie meinem Mann ein Angebot gemacht haben. Das war kein Angebot. Ihr Mann hat mir vorgeworfen, dass ich mich hochschlafen würde. Nur weil ich mit Christian schlafe. Als hätte ich das nötig. Ich meine, schlafen Sie mit einem Produzenten nur, um eine Musicalrolle zu bekommen? Eben. Ich werde von einer Anzeige absehen. Und jetzt gehe ich trainieren. Immerhin hängt die Zukunft des Gestüts von meinen Qualitäten als Jockey ab. Elisabeth! Und? Wie ist es, wieder zu Hause zu sein? Schön. Wie geht's Rebecca? Gut, oh, der geht's sehr gut. Das wundert mich nicht. So weit weg von dem ganzen Stress im Schloss? Ist es wegen deines Vaters? Hm. Du hast es also auch schon mitgekriegt. Ach, Sebastian, er will doch nur, dass es euch gut geht. Ja, und manchmal verliert er halt den Überblick. Trotzdem geht das nur Tanja und mich etwas an. Du setzt dich in letzter Zeit sehr für Tanja ein. Sie hat mich gebraucht und ich war für sie da. Ja, sie hatte keine leichte Kindheit. Vielleicht ist das ganz gut, dass das alles herauskam. So konnte sie es verarbeiten. Ja. Entschuldige. Hallo, Tanja. Hey, wo bist du? Ich bin angerufen worden. Ich musste noch was in der Firma erledigen. Du hättest dich auch verabschieden können. Ich wollte dich nicht stören. Dein Gespräch war doch so wichtig. Aber wir feiern nachher. Nur wir beide, okay? Also, es tut mir leid. Mach's gut. Tschüss. Okay, bis dann. Seid ihr glücklich, Tanja und du? Ich werde sie heiraten. Und zwar nicht, weil sie mein Kind zur Welt bringen wird oder weil ich Macht über sie haben will. Ich will mit ihr zusammen sein. Ich werde mit Ludwig noch einmal über diese Aufnahme reden. Bitte, finde das für mich heraus. Ich muss diese Aufnahme haben. Nein, Sebastian, das kann ich nicht machen. Ich kann das Vertrauen deines Vaters nicht missbrauchen. Aber ich kann vielleicht erreichen, dass er die Aufnahme nicht benutzt. Versprochen. Ich könnte dir eine kleine Kostprobe von meinen Modelqualitäten geben. Wer weiß, vielleicht braucht deine Bank ja bald mal ein bisschen Werbung mit mir. Oh, ich hätte auch schon einen Slogan. Lahnsteinbank. Bleiben Sie reich, denn Armut sieht so aus. Was ist denn deine nächste Aufgabe in der Kampagne? Das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, Tanja hat kapiert, dass ich einiges drauf habe. Oh, da bin ich mir sicher. Noch etwas zu trinken? Tut mir leid, ich muss los. Die Arbeit ruft. Jetzt noch?
Ja, ein Bankschiff ist kein Model, aber ich bin mir sicher, wir sehen uns morgen bei der Arbeit. Klar, bis morgen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Ansgar auf diese billige Tour reinfällt, oder? Warum unterhält er sich denn immer so lange mit dir? Ja, weil er den klitzekleinen Unterschied zwischen uns kennt. Er weiß eben, wer Klasse hat und wer nicht. Es tut mir leid. Schon gut. Nein, ist es nicht. Ich hab mich wie eine blöde Kuh benommen. Ich werde noch mal mit Theresa reden. Ich bin mir sicher, das lässt sich irgendwie klären. Wir gehen jetzt einfach alle nach Hause und morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Und wenn wir das Derby gewonnen haben, dann holen wir endlich unsere Flitterwochen nach. Moment mal. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Vielleicht läuft da nichts zwischen dir und Theresa. Aber ich bin mir sicher, dass du eine andere hast. Das ist totaler Schwachsinn. Ich habe überhaupt gar keine Zeit für sowas. Das Gleiche hat Dana auch schon gesagt. Und dann musste sie doch zugeben, dass es gewisse Anhaltspunkte für einen Verdacht gibt. Stimmt's nicht, Dana? Marlene, es reicht. Wenn du keine Geliebte hast, dann musst du ja auch keine Angst haben. Also, Dana, du arbeitest jeden Tag mit ihm zusammen. Und wenn dir da irgendetwas aufgefallen ist, dann... Das ist eure Ehe. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe mich da schon viel zu viel eingemischt. Frau von Landstein, könnte ich vielleicht Ihre Karte haben? Ich würde gerne noch im Büro ein paar Sachen erledigen. Wieso? Morgen ist auch noch ein Tag. Ja, aber es sind so viele Dinge wegen dem Shooting hängen geblieben. Meine Crew und ich wollen noch tanzen gehen. Hast du Bock mitzukommen? Ganz ehrlich, ich hätte fast meinen Job verloren und ich will wirklich noch ein paar Sachen klarstellen. Also meinetwegen, hier ist meine Karte. Wenn Sie das schon machen, ja, dann bringen Sie die Festplatte mit den Fotos im Studio vorbei. Umso schneller haben wir die Proben fürs Layout. Hat das nicht Zeit bis morgen? Na, was denn nun? Ich dachte, Sie wollten arbeiten. So. Ja. Na dann. Kim, schaffen Sie den Auftrag auch so oder soll ich Ihnen erst wieder mit der Kündigung drohen? Ne? Teddy, ich bin weg. Tschüss. Bis bald. Und der Anruf? Das war doch gar nicht Christian. Nein. In Wirklichkeit war ich gerade dabei, unsere Flitterwochen zu buchen. Als Überraschung, weil ich so wenig Zeit für dich habe. Und was hast du in der Zeit gemacht, als du gesagt hast, dass du dich mit Christian triffst? Ja, da war ich im Reisebüro. Aber die Reise, die ich für uns buchen wollte, war leider schon ausgebucht. Und Theresa, stimmt das wirklich, dass du dich wegen Dana mit ihr gestritten hast? Ja, die war eifersüchtig, weil sie glaubt, dass ich Dana bevorzuge, weil ich mit ihr verwandt bin. Was du natürlich nicht tust. Nein, natürlich nicht. Ja, deswegen war ich auch so wütend. Eifersucht ist wirklich was Schreckliches. Du sagst es. Und warum klappt es dann zwischen uns nicht mehr? Marlene, ich will dir doch so viel geben. Ich weiß, für einen Mann ist das bitter. Der Stress. Das Gestüt frisst mich förmlich auf. Ich stehe unter immensem Druck. Hagen, ich würde jetzt gerne einen Moment alleine sein.
Sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Okay, dann bis später. Fast hätte ich deine Zeit geknackt. Warum hast du gelogen? Falsche Frage. Warum habt ihr nicht widersprochen? Ich glaube, das ist ein Schuldeingeständnis, oder? Warum hast du uns nicht einfach auffliegen lassen? Das wäre doch die Gelegenheit gewesen. Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe dich nicht auffliegen lassen, weil du ab heute auf deine Karriere verzichten wirst. Wie bitte? Ab heute lässt du mir den Vortritt. Du trainierst nur noch die Pferde, auf denen ich reite. Kein Rennen mehr. Oder deine Schwester erfährt alles.